Der heilige Sebastian spricht. Heute geht es um die Säge. Feuer. Krasse Scheiße. So krass probiert habe ich das noch nie und dieses Blatt ist für euch ein ultimativer Problemlöser. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Stichsägen, beziehungsweise eigentlich eher darum, um Stichsägenblätter. Denn kennst du das? Die Dinge sind immer irgendwie stumpf, das reißt alles aus, das ist alles irgendwie nicht schön oder es geht zu langsam und so weiter und so fort. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten, beziehungsweise das wollen wir uns anschauen. Und wir wollen eigentlich weniger erzählen, sondern vor allem testen, testen und testen. Heute geht es also um die Stichsäge. Und kennt ihr das vom Computer? Da sagt man immer nicht, der Computer ist schuld, sondern das Problem sitzt hinter dem Bildschirm. Und so ein bisschen war es beim Thema Stichsäge auch. Ich habe früher Stichsägen wirklich überhaupt nicht gemocht. Viele, die den Kanal schon länger sehen, wissen das. Ich habe immer gesagt, Stichsäge, will ich nicht. Muss nicht sein. Und ich habe irgendwann zwei Dinge gemerkt. Nummer eins, nimm die richtige Stichsäge. Für mich war es so, dass einfach diese Form viel angenehmer ist, egal ob ich jetzt von oben oder von unten arbeite. Und ich mag Bügelstichsägen einfach irgendwie nicht. Also Bügelsägen, das ist einfach nicht so mein Ding. So, Nummer zwei, also finde die richtige Stichsäge für dich. Nummer zwei ist das Thema Blatt. Ich habe immer denselben Fehler gemacht, nämlich ich habe eine Stichsäge genommen, hatte das Standardblatt und war einfach unzufrieden. Ich habe ein bisschen gesägt, habe gemacht und getan. Und das war immer alles so Ausrisse und das war nicht präzise und ich bin nicht um die Kurven gekommen. Und ich habe einfach gesagt, nee, das mag ich nicht. Ich habe das einfach zur Seite gelegt. Und irgendwann habe ich aber eine Sache gemerkt, es ist das Blatt, das Ganze natürlich entscheidet. So wie bei den meisten Werkzeugen ist es so, dass wenn ihr gutes Zubehör benutzt, ihr wirklich viel bessere Ergebnisse erzielt. Und deswegen war das heute hier ein Wunschvideo von mir, weil ich wollte euch mal zeigen, was passiert, wenn du nicht das Standardblatt nimmst. Wir haben heute hier Folgendes, und zwar das T144D. So eins oder so ein ähnliches liegt bei jeder Stichsäge mit dabei. Das heißt, so ein einfaches Blatt, grobe Zähne, kann man mal so ein bisschen durchmachen. Ja? Das ist immer dabei. Und wenn du damit loslegst bei einer Stichsäge, dann hast du du kannst was ablenken. Ja? Du kannst einfach mal was ablenken. Aber schön ist das nicht. Und jetzt werden wir gleich mal Folgendes machen. Wir werden jetzt mal Material für Material und Blatt für Blatt mal durchtesten und euch mal zeigen, was der Unterschied ist zwischen einem richtig guten Bosch Expert Blatt in dem Fall oder dem Standardblatt. Ach, ein Hinweis nochmal. Zum Thema Bosch Expert habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier oben, was der Unterschied ist zwischen Bosch Expert und den anderen Reihen. Kurz für euch zur Einordnung, was ist Bosch Expert eigentlich? Es ist das beste und qualitativ hochwertigste Zubehör, das Bosch anbietet. Deswegen erkennt man es auch übrigens ganz gut an der Verpackung, dieses Blau, Weiß, Rot, Bosch Expert, dann weißt du genau, das ist das Beste, was du nehmen kannst. Und genau deswegen nehmen wir das jetzt auch, weil du häufig so das einfache Basic immer mit im Lieferumfang hast oder auch häufig in diesen Vielfachpackungen. Also siehst du dann sowas wie 30 Blätter T144D für x Euro. Ja? Dann sagt man sich, Mensch, das ist super, habe ich schön viele Blätter, dann kann ich relativ schön dann damit arbeiten, weil nach jedem dritten Schnitt nehme ich das Blatt raus und nehme ein neues. Ja? Etwas übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Übrigens kannst du dir das ganz gut vorstellen beim Thema, und da ist es vielen, glaube ich, noch viel klarer, beim Thema Bohrer. Ja, es gibt diese Bohrersets, wo du gefühlt 1000 Bohrer für 9,99 bekommst. Und da erwartest du ja auch nicht die beste Qualität. Und dann gibt es wiederum, wo du einen einzelnen Metallbohrer, ja, gerade beim Metallbohrer hat man das, dass du einen einzelnen Metallbohrer teilweise schon für relativ viel Geld kaufst. Aber das Ding hält dann auch ewig und du hast ein wirklich gutes Ergebnis. Und genau das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und deswegen haben wir hier das T144D ja schon drin. Und zusätzlich nehmen wir jetzt aber als Vergleich das T144DHM. Du siehst also, der Name ist nur ein bisschen anders, aber das Blatt hat sich gewaschen. Ich erkläre das mal ganz kurz gleich, aber erstmal machen wir den Schnitt.
schauen wir uns das Ergebnis mal an. Und zwar hier drüben siehst du mal beide Ergebnisse jeweils. Und es ist so, wir haben das Standardblatt ja genommen und haben damit gesägt. Das hat auch gut funktioniert. Übrigens ein Hinweis, ich habe hier, weil es ja um einen schnellen Schnitt ging, das Ganze eingestellt hier auf Pendelhubstufe Maximum brutal. Also wirklich maximaler Pendelhub. Dementsprechend ist es auch so, dass wir dadurch natürlich auch den schnellsten Fortschritt haben, aber auch das unsauberste Ergebnis im Zweifel. Wir sehen jetzt, das Basisblatt ist um einiges langsamer, also dieses Blatt. Ja. Wir müssen jetzt sagen, das ist ziemlich neu und eigentlich müsste ich jetzt so einen Dauertest machen. Ich müsste jetzt testen, 10, 20, 30, 40, 50 Schnitte machen. Ich weiß aber, was passiert mit dem Blatt. Und wir werden auch genau dasselbe Blatt einfach mal jetzt gleich weiter benutzen. Und dann sehen wir, wie lange es heute hält. Und ich sage euch eins, ich werde es auf jeden Fall kaputt bekommen, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben aber gesehen, dass das Carbide-Blatt, das Bosch Expert Carbide-Blatt, schneller ist. Ja. Und was du nicht gesehen hast, ist, es erzeugt etwas weniger Vibration. Ich habe auch das Gefühl, die Maschine quält sich etwas weniger durchs Material. Ich muss sagen, bei beiden Blättern habe ich maximal versucht, das durchs Holz durchzudrücken. Also ich habe sie wirklich gequält, die Maschine, um das auch ein schnelles Ergebnis zu erzielen und zu schauen, was ist denn eigentlich so der Unterschied. Noch ein Hinweis zu diesem Blatt. Wir benutzen hier bei uns beim Bauen nur Carbide-Blätter. Und der Unterschied zwischen normalen Blättern ist einfach, hier sind die Spitzen der Schneide oder der Säge sind Carbide beschichtet. Ja? Beziehungsweise sind das Carbide Zähne, die sogar aufgelötet sind, hier einzeln. Das ist auch einer der Gründe, warum das hier in der Herstellung viel teurer ist und dementsprechend auch etwas mehr kostet. Apropos Kosten, wenn du dich für das ganze Thema Blätter interessierst und für ein einzelnes Blatt, was kostet denn das Ganze? Schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du entsprechende Links und wie immer unseren ehrlichen Preisvergleich. Also wir haben hier gesehen, das Blatt kommt schneller durch und ich kann dir eine Sache garantieren, diese Blätter halten gefühlt ewig. Also wir haben hier ein, zwei Blätter, mit denen haben wir seit Monaten hier gearbeitet und die stehen und stehen und stehen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar zum Thema, komm bitte etwas dichter. Und zwar wird das hier so sein, dass wir hier sehen, das ist aber nicht schön. Ja? Das ist wirklich komplett ausgerissen und hier kann ich es euch nochmal zeigen. Ihr seht hier, das ist wirklich nicht schön. Wir haben hier also auf der Oberseite das komplett ausgerissen, auf der Unterseite haben wir einen sauberen Schnitt. Aber wir wollen ja einen ordentlichen Schnitt haben, ja, auf beiden Seiten eigentlich. Und dafür gibt es eine Lösung. Und zwar der Problemlöser ist dieses Blatt. Im Grunde, wenn du aus der Entfernung siehst, ja, sieht einfach nur aus wie ein Stichsägeblatt. Nein, schau dir das mal an. Wir haben hier nämlich beim 308 BFP hier einmal die Schneiden, die in diese Richtung zeigen, und einmal die Schneiden, die in diese Richtung zeigen. Auf die Art und Weise haben wir von oben und von unten einen ausrissfreien Schnitt. Und das will ich jetzt mal zeigen. Ich mache jetzt Folgendes, und zwar mache ich einen Schnitt ohne Pendelhub und wieder einen mit Maximum, um auch mal zu sehen, ob wir da einen Unterschied erkennen. Krasse Scheiße. Sheesh. Krasse Scheiße. Das wäre jetzt mit Pendelhub? Naja, nee, nicht ja gut. Das war wirklich erstaunlich. Ja, also so krass probiert habe ich das noch nie und dieses Blatt ist für euch ein ultimativer Problemlöser. Denn es ist so, wir brauchen eigentlich hier mehr Kameras, weil wir brauchen die normale Kamera, die jetzt das filmt, was wir hier gerade aufnehmen. Aber wir brauchen noch eine zweite, die irgendwo hier steht und uns dauerhaft aufnimmt, weil wir haben uns so abgewundert wie selten. Denn wir haben ja hier 2 Schnitte gemacht. Und im ersten Schnitt habe ich wieder aggressiv mit Pendelhub Maximum seinen Vater hier durchgejagt. Und es war kein Unterschied. Ja? Also ihr seht hier, das hier ist mit Pendelhub und das hier ist ohne Pendelhub. Es sieht perfekt aus. Und das Ganze hier von beiden Seiten überall. Ja? Es ist wirklich auch von oben und von unten schön. Und da waren wir verwirrt. Okay, aber wir haben jetzt hier ja die Faser in Längsrichtung. Multiplex, wisst ihr ja,
immer längs quer, längs quer, längs quer verleimt. Falls du zum Thema Multiplex noch Fragen hast oder noch mehr Infos hast, habe ich bei Helden der Werkstatt mal ein Video gemacht, verlinke ich hier oben. Da wird dir der Multiplex, das Thema Multiplex nochmal komplett erklärt. Aber jetzt haben wir gesagt, naja, wir wollen jetzt ja mal das Ganze auch gegen die Faser sägen. Und deswegen haben wir hier das hier gemacht. Schaut mal hier. Hier haben wir das hier mit maximalem Pendelhub gegen die Faser und hier auch ja gegen die Faser. Und das ist ohne Pendelhub, aber mit ordentlich Vorschub. Wir sehen hier jetzt mal von oben das Ganze. Also hier haben wir etwas Ausrisse mit Pendelhub, aber wir würden es ja sonst immer so machen. Von unten beide perfekt. Und natürlich ist völlig klar, bei einem sauberen Schnitt wirst du keinen Pendelhub nutzen. Ja? Und kennst du eigentlich Pendelhub? Weißt du, was das ist? Ja, normalerweise macht die Säge ja so. Und bei Pendelhub macht die Säge eher diese Bewegung. Ja? Dadurch hast du einen schnelleren Fortschritt. Das Ganze kannst du direkt an der Säge einstellen. Hier zum Beispiel an diesem Schalter, hoch, runter und so weiter in verschiedenen Stufen. Und mit Pendelhub ist natürlich klar, dass er da schneller vorankommt. So, jetzt aber zurück. Wir wollen ja einen sauberen Schnitt und du hast gesehen, mit dem Sägeblatt, was einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung verzahnt ist, hast du von oben und von unten ein wirklich, wirklich tolles Ergebnis. Und gerade Multiplex neigt ja dazu, eine Deckschicht auszureißen, wenn du es nicht ordentlich behandelst. Und Multiplex ausrissfrei mit einer Stichsäge zu bearbeiten, da gehört auch was dazu. Weiterer Pro-Tipp wäre, überleg dir mal bei einer Küchenarbeitsplatte. Normalerweise müsstest du bei einer Küchenarbeitsplatte immer von unten sägen. Ja? Deswegen zeichnest du das ja eigentlich auch von unten an, sägst von unten, damit du keine Ausrisse auf der Deckseite hast, von oben. Ja? Das heißt, du sägst im Zweifel dann ja so durch oder wenn du es anders machst, dann zeigst du von unten an, drehst sie und sägst so. So, mit dem Blatt ist es völlig egal, kannst du von oben oder von unten arbeiten, es ist immer ausrissfrei. Kommen wir zum Thema Metall. Und Metall ist ja wirklich Stichsäge, Metall, das ist so ein Thema. Ja? Man wird ja eher einen Winkelschleifer nehmen oder andere Lösungen. Aber hier ist es ja auch so, es gibt ja normale Metallblätter und zwar die T118A. Ja, und wir haben heute, das ist das Basisblatt, und wir haben aber dazu auch heute die T118AHM. Denn das ist das normale Blatt, einfach aus Metall. Und das hier ist wieder ein Carbide-Blatt. Das heißt, wir haben hier andere Zähne aus Carbide-Material, die wesentlich härter und robuster sind, auch Hitze viel mehr abkönnen. Denn bei Metall entsteht schon eine Menge Hitze. Und deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Wir haben hier ein Kastenprofil. In der Stelle, so hier, ihr seht das vielleicht so ein bisschen, das ist 1 mm stark. Das heißt, wir haben beim Sägen oben Millimeter und Millimeter und das jagen wir jetzt mal durch und mal schauen, wie sich das verhält. Ja, du hast ganz kurz die zwei Schnitte gesehen und im Grunde hast du keinen so großen Unterschied gesehen. Ja, das Carbide-Blatt ist vielleicht auch etwas schneller. Bei dem kurzen Schnitt ist jetzt echt schwer festzustellen. Was ich aber festgestellt habe in der Vergangenheit, ist, dass die normalen Blätter durchaus nach relativ im Verhältnis kurzer Zeit aufgeben, wohingegen das Carbide-Blatt viel länger steht. Es hat ja auch die Carbide-Zähne, die übrigens eine Eigenschaft haben. Und zwar können sie Hitze sehr gut aufnehmen und auch sehr schnell auch wieder abgeben und werden unter Belastung, der Hitzebelastung nicht stumpf oder werden nicht weich in dem Sinne. Das ist ja immer das Problem, das Material wird weich und dann verflüchtigt es sich. Ja. Übrigens auch noch ein Hinweis, das Blatt ist schon, ja, dicker ist relativ, aber es ist etwas breiter. Ja, das sind Stichsägeblätter, um davon breit zu sprechen, ist sowieso immer schwierig. Kommen wir jetzt zu meinem absoluten Liebling, dem 367XHM Sägeblatt, immer diese technischen Namen. Eigentlich völlig egal. Dieses Sägeblatt oder dieses Blatt ist mein Standard. Das ist mein Basis-Standardblatt auf so einer Stichsäge, weil ich bin faul. Und ich denke nicht so gerne und mit diesem Sägeblatt kannst du, ja, ihr wisst, was ich meine, ja? Mit diesem Sägeblatt kannst du fast alles machen. Du kannst damit Kunststoff sägen, du kannst damit Metalle sägen, du kannst damit Holz sägen oder auch, wie ich eben sagte, Verbundwerkstoffe. Nämlich sowas wie das hier. Wir haben hier ein Stück Holz mit Nägeln drin. Ja? Ich zeige es euch mal im Dichten, hier für euch. Holz mit Nägeln. Holz mit Nägeln. Nee, Schrauben in dem Fall, aber Nägel haben wir auch noch. So, und jetzt haben wir hier das Ganze vorbereitet und jetzt werden wir Folgendes mal machen. Dieses Blatt, ja, bei diesem Blatt ist es so,
Das hat auch Carbide-Zähne, ist Bosch Expert und so weiter und so fort. Und das Schöne an dem Blatt ist wirklich, wenn du gerade keinen super präzisen, ausrissfreien Schnitt brauchst, ja, dann ist das wirklich ein super Blatt, was man für fast alle Arbeiten nutzen kann. Was du nicht machen kannst, ist sehr enge Kurven, dafür braucht man ein anderes Blatt. Aber wenn du Dinge ablenken möchtest, ja, Holz, Metall, Kunststoff und so weiter und so fort, ist schon eine tolle Sache. Und natürlich machen wir das, was ich damals auch gemacht habe. Nämlich wir sägen ein Stück Holz mit einem Nagel drin und dem Standardblatt. Denn ich habe einige, ja, T114a war das ja vorhin, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau, so heißt es ja, T114a. Und dieses Blatt nehmen wir, das ist zwar genau das Blatt, was wir vorhin schon genommen haben, ja, und sägen einfach mal hier durch. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert, oder? Stichsäge, oh, irgendwo ein Schraubernagel erwischt, klack, stumpf. Ich zeige euch mal, wie das aussieht und dann zeige ich euch mal, wie das mit diesem Blatt aussieht. Naja, das lassen wir jetzt mal lieber. Ganz easy. Kommen wir zum letzten Thema, Laminat. Und das ist ja teilweise, je nachdem was du kaufst, durchaus auch wirklich hart, genauso wie Vinylboden. Wenn du das schneiden möchtest du eigentlich unter anderem auch bei solchen Oberflächen, ja, dass du keine großen Ausrisse hast. Beziehungsweise du siehst ja auch die Güte des Ganzen. Jetzt haben wir unser Standardblatt genommen, das 144er mit maximal Pendelhub, sind durchgejagt. Siehst du hier? Und was sehen wir? Maximal viele Ausrisse. Aber auch ohne Pendelhub, siehst du jetzt hier im nächsten Schnitt, auch dort kommt man gut durch, aber wieder Ausrisse. Dann haben wir jetzt das klassische Blatt, was man häufig nimmt, das einfache Basic-Blatt genommen, das 101er, was etwas schon sauberen Schnitt macht, kommt auch gut durch. Aber war immer noch so im Bereich, wo ich sage, ja, kann man machen, aber das geht noch besser. Und deswegen haben wir das letzte Blatt genommen und das war das 128 BHM. Und bei dem Blatt siehst du, es sind keine Ausrisse mehr da. Ja? Das ist sehr scharf, auch hier Carbide-Technologie, hält ewig lange. Und du siehst jetzt hier an dem Blatt und an all den anderen Blättern, die wir hier gesehen haben, dass es einen riesen Unterschied macht zwischen einfach Basis Standard und dem passenden Blatt. Nochmal der Hinweis, unten in der Videobeschreibung findest du alle Blätter nochmal einzeln verlinkt und ich rate dir, kauf dir mal ein kleines Sortiment, ja, für dich zum Ausprobieren und du wirst es auf jeden Fall nie wieder missen wollen. Jetzt aber ran ans Blatt und bis zum nächsten Mal.